Eine Woche bevor wir nach Athen kamen, stellten wir fest, dass unser bisheriger Kontakt doch nicht da sein würde. Also hatten wir keine Ahnung, wo wir in der Stadt Zirkus machen können, geschweige denn, wo wir wohnen sollen. Jedoch hatten wir mal wieder unfassbares Glück. Der bisherige Kontakt setzte sich mit einer anderen Familie in Verbindung und 3 Tage vor unserer Ankunft bekamen wir dann die Bestätigung, dass wir dort unterkommen können. Je näher wir der Stadt kamen, umso mehr Fabriken reihten sich am Rand der Straße auf. Besonders oft sahen wir die Fabrikhallen vom Kinderspielzeughersteller Jumbo. Dann fuhren wir in den Stadtteil Kifissia. Machen wir langsam. Unsere Navis zeigen schon wieder unterschiedliche Sachen an. Der ist schwer verwirrt. Aha, da geht's lang. Wir haben zur Sicherheit immer 2 verschiedene Navigationssysteme eingeschaltet. Und zwar sind das Offline-Karten von verschiedenen Anbietern. Die Fahrerei hier verwirrt unsere Navigationssysteme. Jans braucht noch 31 Minuten, das hier nur 7. Athen halt. Hügelige Stadt. Hügelig des Grauhens. In Athen angekommen, stellten wir fest, dass wir in einem gut gepflegten und ruhigen Viertel der Stadt unterkommen werden. Und eine weitere Sache hat uns ziemlich schnell klargemacht, dass wir auch wieder in Europa sind. Und zwar die Handys. Wir konnten wieder ganz normal die Internetflat nutzen und zum gewohnten Tarif telefonieren. Vom Entfernungsgefühl macht es schon einen Unterschied, wenn man sich mit einem normalen Anruf bei der Familie melden kann. Angekommen in einem Vorort von Athen. Wir sehen zufrieden aus, weil wir sind angekommen in Athen und sind sehr gastfreundlich in Empfang genommen worden und wohnen jetzt bei einer Familie. Und wir werden die nächste Woche oder vielleicht auch 2 Wochen, je nachdem, wie es sich ergibt, hier verbringen und wieder Zirkus machen. Die erste Waldorfschule in Griechenland. At least 1 week, maybe longer. Okay, I will check that time. Will you make a workshop with them? One time or several times? Planned on 4 days workshops in the morning, and on the last day or on the 5th day we planned a little show with the kids. David and me, we show something. Wir haben es tatsächlich geschafft, jetzt hier in Athen 2 Festplatten zu kaufen. Wir haben vorher immer alles auf Sticks gespeichert, wo auch jedes Mal so 100 GB draufpassen ungefähr, aber dann war es das auch. Wir hatten große Speicherplatzprobleme, die jetzt gelöst sind. Das ist sehr gut. Unsere Gastgeberin arbeitet bei der Deutschen Botschaft in Athen. Sie fuhr frühmorgens zur Arbeit und an diesem Morgen nahm sie uns mit. So starteten wir unsere Besichtigung von Athen morgens um 7. Ich würde mal sagen, guten Morgen Athen. Oh, ach so, okay. Juhu! Wir wissen gerade nicht genau, wo wir sind. Da ist eine Straßensperrung. Das ist das Parlament. Go Happy News! Ich würde mal sagen, wir laufen den Berg hoch und gucken, ob wir hochkommen. Weißt du, wir gucken einfach, ob wir den Weg lang können. Athen. Wir müssen leider feststellen. Lauter. Wir müssen feststellen. Nochmal. Okay. Und go. Athen. Wir mussten heute feststellen, dass der Preis der Akropolis 12 € beträgt. Im kommenden Jahr wird die Saisonpreis auf 20 € im Einzelticket steigen. Das entspricht einer Preiserhöhung von 430%. Das Gruppensammelticket kostet... Wie viel kostet das nochmal? 52 €. Aber das ist das Derzeitige... Nein, das müssen... derzeit kostet das Ticket 12 € für mehrere archäologische Stätten. 6 Stück an der Zahl mit der Akropolis. Es ist das Ding, dass wir im nächsten Jahr 52 € zahlen.
Gruppenbild. 1:1 Bild. So, liebe Kinder, wir stehen hier gerade vor der Akropolis. Klingt komisch, ist aber so. Löwenzahn. Sag mal, hoch, hier ist was los. Super viele Menschen vor der Nase. Echt jetzt? Um 8 Uhr? Echt jetzt? Dann standen wir vor dem Parthenon. Ein beeindruckendes Bauwerk, das auf einem Hügel hoch über Athen thront. Dieser Ort birgt unglaublich viel Geschichte in sich, dessen Auswirkung bis heute reicht. Die Architektur und Größe des Parthenon ist beeindruckend. Und nicht zu vergessen ist die geniale Technik, welche vor 2500 Jahren schon angewendet wurde. Die damals zum ersten Mal angewendeten Architekturkenntnisse gingen schon so ins Detail, dass es selbst heute mit der modernsten Technik ein schwieriges ist, das Bauwerk instand zu halten. Kamera an. So. Also, im nächsten Video geht es ja wieder um Zirkus. Und Zirkus schreit nach Zirkusmusik. Also mache ich ein bisschen Zirkusmusik jetzt. So. Für Zirkusmusik ein Akkordeon. Ja, okay, eigentlich habe ich ein Akkordeon. Also kein Akkordeon, ich habe eine Konzertina. Aber ich kann nicht wirklich so spielen, dass es sich anbietet, es für sowas hier zu verwenden. Meine musikalischen Kenntnisse verlangen dann doch immer einer Nachbearbeitung im Programm. Trotzdem habe ich hier ein Akkordeon. Ja, weil es Akkordeon ist, dann spielt man natürlich so. Oha. Ich brauche die zweite Seite doch. Aber jetzt muss ich noch aufnehmen. Jetzt nehmen wir auf. Insgesamt waren wir für 2 Wochen Teil der Trianemi-Waldorfschule. Jeden Tag war der Pausenhof ein Zirkusplatz und alle Kinder machten spielerisch Erfahrungen mit den Materialien. Das Konzept des freien Lernens mit den Zirkusgeräten war mal wieder aufgegangen. Wir sind jetzt gerade dabei zu planen, wie wir 450 Clownsnasen nach Athen bestellen. Das ist kompliziert. Die Postverhältnisse hier sind etwas prekär. Es wird nur morgens geliefert und wahrscheinlich auch eher größere Päckchen nicht nach Hause, weil keine Bediensteten da sind. Dann kriegt man einen Zettel in den Briefkasten, dass das Päckchen an der Poststation abzuholen ist. Und das wollen wir vermeiden und gucken, dass wir es eben jetzt an die Schule schicken, weil da vielleicht jemand erreichbar ist. Es wird eh nur morgens geliefert und die Schule ist morgens offen. Wir fahren zum Auftritt in der Trianemi-Waldorfschule in Athen. Jetzt will ich links abbiegen. Fahr weg jetzt!
Das klingt nicht so gut. Okay, da wollte ich eigentlich gerade ausbauen. Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Also so schaffen wir es nicht. Geradeaus oder was? Das Handy nervt. Wenn ich Jawohl. gewusst hätte, dass hier ein Markt ist, dann wäre ich unbedingt shoppen gegangen. Nur für dich, Selina. Hier jetzt oder nächste? Jetzt links. Fahr schneller. Abgezogen. Rechts, links. Geradeaus. Oh, Happy auf dem Weg zum Auftritt. Du musst demnächst nach links. Nicht die nächste, sondern die danach. Ja. Hier oder die nächste? Die nächste. Hier. Nein. Hier dann. Ja. Ach du Scheiße. Oha. Yes. Och Mann, mein Navi nervt. Passt, passt. Oi. Die Bäume, Alter, die sind so krass, ey. Die wachsen alle schräg in Athen hier. Geradeaus. Okay. Rechts. Frei. Geradeaus. Frei. Rechts. Geradeaus. Warst hier nicht rein? Nee, nicht hier rein. Nicht? Nee. Ich wäre jetzt hier reingefahren. Ja, schade. Letztes Mal sind wir hier reingefahren. Nein. Jetzt aber rechts. Noch nicht. Geradeaus. Labo nicht. Vorne ist Stau, lass rechts fahren. Nein. Jetzt bei der Ampel. Darf ich nicht. Was laberst du? Hier rein. Bei der Ampel. Ja, okay. Abbiegen. Auf dem Rückweg können wir es auswendig. Warum ist der jetzt so voll hier? Alle hupen. Ja, komm. Lassen Sie durch. Bullen neben uns. Oha. Wenn die Bullen neben einen sind, sollte man die Kamera nicht hochhalten und nicht gegen den Bordstein fahren. Links. Bullen sind abgehängt. Kamera kann wieder hoch. Nehmen wir geradeaus, bis wir da sind. Angekommen. Los geht's. Ich zieh mich hier drin um. Reinkriechen. Oh, ich komme hier nicht raus. Die Wunder des hinten reinklettert. Hier hinten ist alles umgefallen. Jetzt muss ich auch noch an den Koffer hier hinten. Wird nix. Oh. So. Oh, ich hab hier so ein Chaos. Akkordeon. Jetzt komm ab hier raus. Alles verstanden. Wir sind jetzt hier im Kindergarten fertig und das Spiel noch mit den Bällen. Okay. Wir wissen aber immer noch nicht, wo wir heute Nacht schlafen werden. Am Wochenende wird das Wetter nicht so mega prickelnd. Deswegen es wäre schon cool, wenn wir einen Schlafplatz in einem Haus finden. Das ist in der Stadt schon besser. Sonst müssen wir auch noch außerhalb irgendwo fahren und müssen da campen. Wir packen jetzt alles zusammen, weil wir müssen heute hier aus der Wohnung raus. Ein letztes Mal Aufzug fahren. Dieses Mal heulen wir. Das war so cool hier. Im Keller oder Erdgeschoss? Erdgeschoss, oh. Alter. Das heftig. Das ist so krass. Und zum Glück hat es hier wenigstens einen Spiegel, der ein bisschen größer wirkt. Höher. Wir haben keinen Schlüssel, wir kommen hier nicht mehr rein. Oh ne, und genau jetzt regnet es. Oh. Wir sind jetzt ein bisschen in der Schwebe, was wir tun. Wir haben keinen Kontakt bis jetzt erhalten. Jetzt laufen wir hier gerade durch den Park zwischen den dicken Villen. Wir forschen, ob wir sonst hier den Pinzgauer abstellen, Bett aufbauen, einfach reinlegen und schlafen. Kurz bevor wir uns entscheiden wollten, etwas außerhalb der Stadt zu campen, bekamen wir von einer Lehrerin der Waldorfschule den erlösenden Anruf. Wir haben einen Kontakt bekommen und zwar zu einem Deutschen, der hier in Athen im Zentrum wohnt und bei dem können wir unterkommen. Ich hatte ihn gerade am Telefon. Ich soll ihn in einer Stunde nochmal anrufen, er ist gerade noch arbeitstechnisch beschäftigt. Wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Wir hatten jetzt Kontakt mit dem Herrn, bei dem wir die nächsten Nächte auch schlafen können, aber heute Nacht halt noch nicht. Hier fahren an irgendeinen Park ran. So, Nachtplatz gefunden. Wir stehen jetzt unterhalb von einem Friedhof, auf dem ich jetzt gerade bin. Von hier oben habe ich Aussicht über ganz Athen. Heute Nacht schlafen wir noch einmal im Dachzelt. Alter, es windet auf jeden Fall abnormal. Also bis morgen früh. So eine Scheiße. Der ganze Karren wackelt von dem Wind. Guten Morgen. Nach einer windigen Übernachtung wird jetzt gefrühstückt in einem anderen Park. Und dann um 11 jetzt gleich rufen wir den Konstantinos an. Dann fuhren wir in die Stadt und trafen uns mit Konstantin. Wir werden zurechtkommen. Alles klar. Also, tschüss dann. Ciao, ciao.
Wir konnten für 2 Nächte bei Konstantin bleiben. In der Zeit erkundeten wir vor allem das Athener Nachtleben und arbeiteten den Rest der Zeit an Videos, Blogs und Musik. Wir haben keinen Schlafplatz mehr. Wir pennen heute Nacht unten im Pinzgauer in Athen. In der Stadt. In Marousi. Hier vorne ist jetzt ultra voll alles. Mit Einrad, Leiter, alles voll reingequetscht, damit wir hier pennen können. Gute Nacht. Am nächsten Tag waren 2 große Pakete für uns an der Waldorfschule angekommen. Die Clownsnasen, die wir in Zukunft an alle Kinder verteilen möchten, die Zirkus mit uns machen, und die neuen Federn für die Hinterachse vom Pinzgauer. Denn seit der selbstgebaute Aufbau hinten drauf ist, hängt der Pins etwas schräg. Fresh! Neue Federn. Aber hallo. Die haben ein bisschen mehr Power als die anderen. Jetzt sollen wir kurz mal schon selber auswechseln, ist klar. Wir haben heute durch Zufall auf dem Schulhof der Waldorfschule die Deutschlehrerin getroffen und in einem Nebensatz erwähnt, dass wir letzte Nacht im Pinzgauer geschlafen haben. Und zack, meinte sie, ja, ihr könnt doch bei uns auf dem Sofa schlafen. Und hier sind wir jetzt. Jan ist gerade mit ihnen noch einkaufen und wir sollen uns wie zu Hause fühlen. Das mache ich. Wir haben jetzt vorher im Pinzgauer noch Tonaufnahmen gemacht, was sehr spektakulär war, weil wir standen einfach in der Stadt, an der Straße. Das Mikrofon nimmt halt jedes Geräusch auf und wir hatten die ganze Zeit Autos, die vorbeigefahren sind. Warte kurz, bis das Auto weg ist. Alter. Mensch, Die Batterie vom Mikro ist auch gleich leer. Das kann nicht angehen. Der ist schlecht. Okay, go. Nach getaner Arbeit fuhren wir in Kolonne zum Hotel, in dem die Kuckucks und die G19er untergebracht waren. In Absprache mit den Hotelbetreibern. Oh. Das ist auch echt laut. Egal. Jetzt geht es darum, dass ich mich an die ganzen Tonspuren setze und die aussortiere und ausschneide, da wo sie verwendbar sind. Heute ist Macht deine Scheiße Tag. Unterwegs zum Federtausch. Heute ist ein geiler Tag und wir werden die Federn wechseln und hoffentlich dann nicht mehr mit dem Arsch auf den Boden kratzen. Yes! So, wir sind hier am altbekannten Platz. Hier haben wir schon mal übernachtet und jetzt sind wir hier, haben den Plan, die Federn zu wechseln. Ich mache WD-40 auf die ganzen Schrauben drauf, damit es mit dem Lösen einfacher wird. Die Dinger werden jetzt gewechselt. Erstmal die Drecksgaloschen an. So. Ich fühle mich heute richtig gut. In Stuttgart wäre ich jetzt im Bett, aber wir sind ja nicht in Stuttgart. So. Das Hölzchen. Ich will es jetzt mal packen. Okay. Ja, das machen wir. Steht er gerade? Ja, oder? Passt. Jetzt kommt es passt. Wir brauchen irgendwas, um den Pinzgauer hochzubocken.
Hier gibt's alles. Das Ganze funktioniert gleich so. Wir pumpen den Pins hoch, dann was drunter setzen zum Halten, bis wir den Wagenheber erhöht haben und dann noch höher pumpen. So, ich versuche jetzt langsam das Ding abzulassen. Können wir den hier nämlich unterlegen und höher machen. Und dann können wir generell höher. Geht ja nicht weiter runter. Doch. So. Und der ist gut ausgelastet. Also hier das Öl drückt schon raus. Wie viel will er denn eigentlich maximal? 2 Tonnen sollte er aber packen. Die hier werden jetzt gelockert und die Dämpfer. Scheiße. Ja, lecker hier. Die nicht aufkriegen, ist scheiße. Let's go, Stange suchen, wir brauchen Hebel. Das ist eigentlich nicht so schlecht, aber das ist noch an dem Zaun dran. Ist immer gut, einen großen Müllhaufen zu haben, wenn man am Auto schraubt. Taugt nix. Plastik. Mann, hier liegt alles rum. Mann. Ist nicht, ist einfach nicht. Was ist das? Nix. Mann. Am liebsten würde ich so eine Stange von dem Zaun einfach abmachen. Guck schon, ob hier eine locker hängt irgendwo. Ist nicht. Wie, jetzt muss ich ohne Stange zurück oder was? Glaubt mir der Jan doch nicht. Aber ich brauche doch nur die Stange. Guck mal, die liegt an noch loser. Kann das sein? Echt jetzt? Rumprobiert, involviert, es funktioniert, interpretiert. Oh, das ist gut. Weil wenn man das richtig interpretiert, dann sieht es hier mehr wie ein Müllhaufen aus und ich darf das mitnehmen. So, Freunde. Zack. Natürlich habe ich das auf dem Schrottplatz gefunden. Das müsste gehen. Wehe, das passt da jetzt nicht rein. Passt. Hier war einfach die Birne rausgefallen vom Blinker. Es hat so geklappert, die war einfach rausgefallen. Aber daneben, das Standlicht hat auch nicht funktioniert. Neue Birne, die müssen wir jetzt kaufen. Die sehen nämlich jetzt so aus, die alte. Schlecht. Hey, Bob, move. Yeah. Geh jetzt auf. Ja. Aha. Ganz wichtig, immer die Kamera gut platzieren. Das war einmal, oder? Dass ein Hebel ausmacht. Mein eigener Arm ist der Hebel. Ja, Mann. Eigentlich muss man mich angucken, was ich hier für eine Arbeit habe. Das ist wie Rudern. Oh, die Kamera ist auch runtergefallen. Das Rudern. Das heißt Sklavenrudern. Kanoten. Also haben wir noch eigentlich einen guten Widerstand. Wann schweben wir endlich? Der kann gar nicht mehr schweben. Wir müssen da vor den Reifen runter machen. Der liegt ja jetzt hier auf und jetzt bocken wir einzeln Die Räder hoch. hier hoch. Dann können wir das Rad runternehmen. Gehörsturz. Wenn das der Silvan wüsste. Damals hatten wir noch Probleme. Guck mal, wie einfach das geht. Alte Feder, neue Feder. Wichtig ist, dass wir jetzt hier die Anschlagpunkte, Feder hört ja auf, ich mache das nur fürs Video, ich weiß, dass du das weißt, dass es hier ansteckt, das ist oben wie unten. Fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen stronger an. Jetzt müssen wir gucken, dass der Dorn wieder mittig sitzt, sonst sind wir gemobst. Sitzt. Let's go, next. Das war jetzt easy. Ausgetauscht. Ausgetauscht. Jetzt kommt noch Reifen drauf und dann war's das. So, check. Ah, da hat sich was gemacht. Das ist ein ganz anderes Auto. Aber okay, jetzt ist das Werkzeug hinten auch nicht drin. So, das bringe ich zurück. Wir haben das ja nur ausgeliehen. Wer weiß, ob hier nicht irgendwann auch noch so ein anderer Schrauber vorbeikommt, der auch so Hölzer braucht. Ich zeige euch jetzt, wo ich die ablege und dann kann man die da abholen. Da. So, die alten Federn gehen zurück nach Stuttgart. Mal wieder am Video schneiden. Irgendwo in Wichtig fürs Verständnis ist noch, während all dieser Ereignisse haben wir regelmäßig jeden Tag Zirkus an der Waldorfschule gemacht. Wir wollen aber aus Schutz für die Kinder, mit denen wir Zirkus machen, nicht zu viele Aufnahmen von ihnen in unsere Videos schneiden. Training time.
Es ist Samstag, Frühstück in Athen. Wir haben jetzt für die letzten Nächte keinen Schlafplatz mehr bei jemand zu Hause gefunden. Dementsprechend fühle ich mich etwas ungeduscht. Aber wir haben jetzt die letzten Nächte ohne Probleme auf dem Platz hier übernachtet. Wenn jemand fragt, dann sagen wir, das ist ein Experiment, wie lange man in Athen ohne Ärger einfach so campen kann. So, jetzt wird gefrühstückt. Und der Husten ist viel besser geworden. Wir haben jetzt 3 Nächte hier übernachtet, etwas oberhalb von Athen bei Marousi und fahren jetzt zur Fähre und hoffen, dass wir in die Türkei kommen. In Piräus wollen wir abfahren. Mal schauen, ob wir drauf kommen. Um 21 Uhr wird schon schief gehen. Dann lass uns mal unser Glück versuchen. Und da gehen wir jetzt nicht drauf. Wir haben herausgefunden, wir kommen nach Kos auf jeden Fall mit der Fähre. Aber von dort fahren nur kleinere Fähren weiter in die Türkei, wo vielleicht 2 Autos drauf passen, meinte sie, und ansonsten nur Passagiere. Sie hat uns jetzt eine Telefonnummer gegeben, wo wir morgen anrufen können, ob wir mit unserem Auto vielleicht auf so einer Fähre mit könnten. Heißt aber jetzt, ist gerade die Entscheidung, heute losfahren oder morgen da anrufen. Ich glaube, wir fahren. Wir zahlen jetzt wahrscheinlich 200 bis 350 Euro für die Fähre nach Kos und dann nochmal die Fähre von Kos nach in die Türkei. Kostet auch nochmal. Es werden dann auch nochmal um die 100 Euro sein, schätzungsweise, weil wir einfach ein großes Auto haben. Abschied von Athen haben wir Zirkus gemacht an der Trianini-Schule, mit den Kindern der Schule, mit denen vom Kindergarten. Wir haben für die Kinder in der Schule eine Zirkusaufführung gemacht, für die Kindergartenkinder auch. Wir haben Clownsnasen bestellt, wir haben die Federn vom Pinzgauer ausgetauscht. Wir haben viele verschiedene Menschen hier kennengelernt, haben in 3 verschiedenen Wohnungen Zeit verbringen dürfen. Es ist Zeit weiterzufahren Richtung Lamia, Thessaloniki und dann oben lang. So, hier ist Lamia. Soll ich einfach mal dahin navigieren? Jetzt geht's weiter. Athen war echt schön. Video hochladen auf Instagram. Ich brauch Netz. So, wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Türkei. Die Straße hat uns wieder und neue Tracks sind im Kommen. Genau die Strecke zurück, die wir auch hingefahren sind. Das heißt, wir sehen gerade zum ersten Mal Sachen, die wir schon mal gesehen haben. Das wird uns so schnell nicht mehr passieren. Freunde, jetzt wird's spannend. Langsam, ich steige aus. Irgendwie hat das Navi beschlossen, irgendwas zu machen. Stopp! Ich glaube, hier würde es gehen, aber hinten kommt es mit dem Zelt nicht durch. Das geht nicht. Alter Schwede, nee, Mann, das geht Das geht einfach nicht. So ein Stück fehlt da. Und dann könnten wir hier durchfahren. Wir haben doch mit Vorsprung gefahren. Damit wir in Griechenland unter der Brücke durchfahren können. Ach Manno, warum? Komm, wir übernachten hier. Da gibst du einmal ohne Maut und ohne Autobahn ein und dann fährst du Feldweg. Ja, lecker. Alter Schwede. Hart. Aber der will, dass wir da durchfahren, Alter. Das geht nicht. Irgendwo nachts in Griechenland. So, Brücke überwunden. Wir sind auf der anderen Seite, ein paar Kilometer weiter. Es gibt hier sehr viele freilaufende Hunde. Aber wir können sogar weiter.
Es regnet extrem.